Liebe Mitglieder der Johannes Gutenberg Universität Mainz. In diesen Tagen geht die zweite Vorlesungszeit zu Ende, in der Lehre und Forschung nur unter starken Einschränkungen möglich war. Aus diesem Anlass wende ich mich heute einmal mehr auf diesem digitalen Weg an Sie alle, an die Studierenden, an die Lehrenden und nicht zuletzt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Verwaltung und Technik. Die Pandemiesituation belastet uns alle, aber wir tragen auch alle die Verantwortung dafür, durch unsere Entscheidungen und unser Handeln einen Beitrag zu leisten, damit alle Mitglieder unserer Gesellschaft so unbeschadet wie möglich durch diese Krise kommen. Denn hinter den abstrakten Corona-Daten, die täglich mitgeteilt werden, verbergen sich menschliche Schicksale. Und so sind meine Gedanken auch heute bei den Mitgliedern unserer Universität, die den Verlust naher Angehöriger oder Freunde beklagen müssen oder die sich in diesen Tagen um die Gesundheit oder das Leben ihnen nahestehender Menschen sorgen. Ich denke aber auch an die Kolleginnen und Kollegen unserer Universitätsmedizin, die im täglichen Kampf um das Überleben ihrer Corona-Patientinnen und Patienten immer wieder an die Grenzen ihrer Kraft gehen müssen. Wir sind dankbar für ihren Einsatz und wir sind alle auch ein wenig stolz auf unsere Universitätsmedizin, die ja nicht nur in der Krankenversorgung, sondern auch in der Impfstoffentwicklung und Testung und nicht zuletzt in der Information der Öffentlichkeit und in der Beratung der Politikerinnen und Politiker eine ganz herausragende Rolle spielt. Die derzeitigen Kontaktbeschränkungen führen zu schmerzhaften Einschränkungen für Studierende und Lehrende. Universitäre Lehre lebt vom direkten und persönlichen Kontakt. Weder die Kantsche Erkenntnistheorie noch die Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantenmechanik erschließen sich den Studierenden in der Regel durch Lesen eines Buchs oder Verfolgen eines Videos. Es bedarf des gemeinsamen Ringens um das Verständnis intellektuell anspruchsvoller Konzepte und dieses Ringen braucht den ganzen Menschen. Digitale Lehrformate kommen hier schnell an ihre Grenzen, das haben uns die beiden zurückliegenden Semester deutlich vor Augen geführt. Und gerade für die Studierenden in den ersten Semestern stellt der Verzicht auf die sozialen Kontakte zu Lehrenden und zu Kommilitoninnen und Kommilitonen eine große Einschränkung dar. Ich möchte es an dieser Stelle gerade deshalb nicht versäumen, mich bei allen Lehrenden und den mit der Organisation von Studium und Lehre befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz ausdrücklich zu bedanken. Ich weiß, dass sie mit großem Engagement und hoher Flexibilität für unsere Studierenden das Beste aus dieser herausfordernden Situation machen. Leider ist selbst bei einer Lockerung des derzeitigen Lockdowns nicht zu erwarten, dass die Abstandsregeln in der näheren Zukunft gelockert oder gar fallen gelassen werden können. Im Sinne der Planungssicherheit für Studierende und Lehrende haben wir uns daher schweren Herzens entschieden, dass im Sommersemester alle Pflichtveranstaltungen digital angeboten werden. Damit tragen wir auch der Situation von Studierenden Rechnung, die selbst zu einer Risikogruppe gehören oder aus Sorge um Risikopatienten in ihrem näheren Umfeld nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. Ausgenommen davon sind weiterhin einige Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteilen, für die es keinen digitalen Ersatz gibt. Priorität räumen wir auch weiterhin der Durchführung von Prüfungen ein, um Hemmnisse bei Studienfortschritt und Studienabschluss, soweit wir das können, auszuräumen. Die Teilnahme daran ist nach wie vor freiwillig und kann ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Zugleich sind die Fachbereiche aufgefordert, im Rahmen des Möglichen zusätzliche Präsenzangebote zu unterbreiten oder auch hybride Lehrformate anzubieten, damit die Studierenden ihre Lehrenden und Kommilitoninnen und Kommilitonen auch persönlich kennenlernen können. Diese Angebote richten sich prioritär an unsere Corona-Erstsemester, also an alle, die seit dem Sommersemester 2020 das Studium aufgenommen haben. Ich bitte alle Lehrenden ausdrücklich, über solche Angebote nachzudenken und lade die Studierenden herzlich ein, diese Angebote zu nutzen. Alles natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Regeln Präsenzformate erlauben. Das Präsidium ist sich seiner Verantwortung bewusst und versucht seit nunmehr fast einem Jahr in enger Abstimmung mit den Dekaninnen und Dekanen einerseits und den anderen rheinland-pfälzischen Hochschulen und dem Ministerium andererseits auf die sich immer wieder ändernden Regeln in verantwortungsvoller Weise zu reagieren. Wir stehen in engem Kontakt zum Vorstand der Universitätsmedizin und auch zum Präsidium der Leopoldina und versuchen auf diese Weise sicherzustellen, dass wir bei allen Entscheidungen mit dem jeweils aktuellen Forschungsstand zur Corona-Pandemie vertraut sind. Wir werden dabei von den Fachleuten unserer Verwaltung mit großem Engagement unterstützt. Dass wir es trotzdem nie allen recht machen können, liegt auf der Hand.
Hier bitte ich weiterhin um Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. Wenn wir eines in der Krise gelernt haben, dann, dass Kommunikation sehr wichtig ist. Seit Juli informieren wir daher gezielt und gebündelt über alle wichtigen Änderungen in unserem Corona-Newsletter, der im Auftrag des Präsidiums allen Mitgliedern der Universität zugeht. Vor allem aber möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr ungebrochenes Engagement und für Ihre Geduld im Umgang mit dieser außergewöhnlichen Situation. Es wird vermutlich noch einige Monate dauern, bis wir uns wieder häufiger persönlich begegnen und ein gewisses Maß an Normalität in unserem universitären Alltag erleben werden. Ich freue mich darauf.